Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Spieler-SBC mit Dante, der bereits im Vorfeld geleakt worden ist, aber wir wussten noch nicht die Stats und die Bewertung. 85 ist er jetzt bewertet, das ist ein ordentliches Upgrade zu seiner Goldspielerkarte. Wir schauen uns die Stats aber gleich mal im Detail an und werden natürlich auch die SBCs lösen. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 90 bis 95.000 Coins, natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Okay, 85 bewertet, wie gesagt ein ordentliches Upgrade zu seiner normalen Goldspielerkarte, 76, und was natürlich geboostet werden musste, sonst wäre er gar nicht vom Fleck gekommen, ist auf jeden Fall sein Tempo, denn seine normale Goldspielerkarte hat ein Tempo von 42, ja, und damit wäre auf jeden Fall nicht viel gegangen und diese Karte hätte vermutlich sogar richtig schlechten Anklang gefunden, aber es wäre trotzdem mal lustig gewesen, hätte EA das so veröffentlicht. Schwacher Fuß, 4 Sterne, 3 Sterne Skills. So, den schwachen Fuß, 4 Sterne, nimmt man gerne mit. Das ist, denke ich mal, ein nettes i-Tüpfelchen auf eine IV-Karte, aber nicht unbedingt notwendig auf dieser Position. Das sind eher wichtigere Stats für die offensiven Positionen. Mir gefällt auf jeden Fall die Arbeitsrate gering hoch, da hat man auf jeden Fall einen Spieler, der sich, ja, auf jeden Fall, der so nicht mit nach vorne hin angreift. Das sollte, denke ich, Dante unterlassen. Ich kenne viele Karten, die das bei mir bereits gemacht haben und ich habe mich immer geärgert, wenn die irgendwie im 16er des Gegners zu finden waren, und ich denke, mit den Arbeitsraten gering hoch, ich denke, Dante wird hinten bleiben, oder das hoffe ich auch, und der kann auf jeden Fall eine gute Alternative sein zu anderen Spielern, die mit den Arbeitsraten vielleicht mittelhoch oder hoch haben. Und die sind ja manchmal dort zu finden, wo man sie vielleicht nicht braucht. Okay, ansonsten groß ist er. Verlinkbarkeit, wir haben natürlich Atal auf der rechten Position. Da gibt es auch schon eine schöne Team of Three Karte, die jetzt vielleicht, oder naja, aufgrund der Leaks ist sie eh schon gestiegen, aber das ist auf jeden Fall eine gute und recht günstige Karte, kann man sicherlich miteinander verbinden. Ansonsten die Stats, 79 Tempo, schade, dass es nicht 80 geworden ist. Ich denke mal, dann wären die Stats, beziehungsweise wäre diese Karte bei der Community sicherlich deutlich besser angekommen. Okay, ansonsten, mir gefällt auch die Dribbling-Stats ungemein. Wir haben hier eine recht hohe Beweglichkeit, hohe Balance, 78, 80, guten Reaktionswert, einen sehr, sehr guten Ruhewert, Verteidigung 86. Ich denke mal, also ich würde der Karte auf jeden Fall Shadow geben. Er bringt alles mit. Tempo 79. Er hat eigentlich ist ein 80. Lassen wir uns da nicht irritieren. Physis ist er auch sehr stark. Ausdauer. Also grundsätzlich eine sehr, sehr gute IV-Karte. Ich würde ihm auf jeden Fall Shadow geben. 91 ist er dann bewertet. Das ist schon ein ziemlicher Brecher. Natürlich mit der Verlinkbarkeit. Aber aufgrund seiner Nationalität wird das schon irgendwie gehen. Okay. Soweit dazu. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt rein in die SBCs. Hier gibt es 6 an der Zahl. Die ersten 2, da werden wir mal 1 machen. Aber das könnt ihr alles aus dem Team heraus. Das ist einfach hier ein Goldspieler Set, den ihr braucht. Sucht euch da einfach welche aus dem Verein heraus. Am besten vielleicht sogar noch Untrades. Dann müsst ihr da, okay, Untrades machen wir mal nicht, weil, oder so. Nein, Untrades machen wir nicht. Wir machen einfach alle, die wir so im Verein haben, durch SBCs, wie auch immer. Und dann könnt ihr das einfach auch so lösen. Das sollte für euch keine größere Herausforderung sein. Dann müsst ihr einfach nur ein paar Positionen ändern, damit ihr so ungefähr so ein bisschen auf Chemie kommt. Hier zum Beispiel ein Torwart, natürlich auf die Torwartposition, ZM, soweit es geht, auf die Position. Und dann brauchen wir natürlich noch einen einfachen Spieler. Und dann habt ihr diese SBC gelöst. Da braucht ihr wirklich von mir keine Lösung. Verwendet auf jeden Fall das, was ihr im Verein habt. Und dann kommt ihr auf jeden Fall am günstigsten bei rum. Und werdet vielleicht die ein oder andere Karte noch los, die bei euch ja im Team versauert. Achtet dabei aber bitte, dass ihr nicht zu teure Karten abgibt. Und hier haben wir dasselbe. Einfach nur mit Rare-Spielern. Auch hier sucht ihr den Filter aus und geht dann halt Rares, macht noch niedrig, dass ihr da keinen
Mbappé oder so abstößt oder so. Und dann geht ihr einfach, füllt ihr das Team. Auch mit der Teamchemie sollte das kein Problem sein. Könnt natürlich auch geht in eine Liga und kauft euch dann die Rares, dann habt ihr mehr Chemie als benötigt. Okay, dann schauen wir uns die erste richtige SBC an, Ligue A. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Liga A Uber Eats, mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 82, Teamchemie 80 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr könnt alle übrigen SBCs 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Jetzt würde ich sagen, let's go, Abfahrt. Und damit haben wir die dritte, aber eigentlich erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 8000 Coins. Jetzt schauen wir uns wir schauen uns jetzt die zweite SBC an. Wir machen es einfach. Und wir haben hier folgende Bedingungen. Brasilien mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und hier natürlich auch 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch diese Brasilien-SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 12.000 Coins. 2 verbleibend, 84 Gesamtteam und natürlich, wie es der Name verrät, brauchen wir hier eine Teamgesamtbewertung von 84, eine Teamchemie von 70 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir fix durch. Let's go. Und damit hätten wir auch diese SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 19.500 Coins. Die letzte SBC, 85 Gesamtteam, Teamgesamtbewertung von 85, wie es der Name natürlich verrät, wird hier benötigt. Eine Teamchemie von 65 und hier natürlich 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann wird euch Dante in der Rule Breaker, ja, Spezialversion. Okay, let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 42.000 Coins. Und jetzt könnt ihr Dante euer eigenen, ich finde die Karte, okay, jetzt haben wir es. Ich finde die Karte von Dante auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist ein grundsolider IV, egal wer euch was sagt, außer natürlich die Leute, die schon damit gespielt haben. Wenn euch jemand sagt, den könnt ihr nicht spielen, dann hinterfragt euch, hat er die Karte vielleicht auch schon wirklich gespielt oder überhaupt im Verein? Lasst euch auf jeden Fall nicht abschrecken von irgendwelchen Bewertungen. Wenn ihr Bock auf diese Karte habt, dann fühlt ihr sie grundsätzlich ein bisschen mehr und dann spielt er auch wie jeder andere Spieler
einfach besser bei euch im Team, wenn ihr so eine Karte fühlt. Hat ja natürlich seine Bundesliga-Vergangenheit und von daher gönnt euch ruhig. Für den Preis, natürlich bekommt man ein paar Packs zurück. Ich denke mal so 10.000 oder 20.000 Coins weniger. Da würde diese Karte auf jeden Fall nochmal deutlich besser ankommen. Ich finde aber, wer einen guten IV braucht, aufgrund der Verlinkbarkeit mit der Nation und auch der Liga, ist auf jeden Fall einiges möglich. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhelfen mit einem Like oder einem Kommentar. Vielleicht habt ihr ihn schon gespielt und könnt auch darüber schon Feedback oder könnt darüber generell urteilen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da eure 50 Cents ablässt in den Kommentaren. Und falls ihr keine Videos verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.